Hallo meine Freunde. Ein Passant ging an einem verlassenen Haus vorbei und hörte die verzweifelten Hilferufe eines Kätzchens. Als er nachforschen wollte, fand er ein winziges Kätzchen, das irgendwie in einem Stück Eisenrohr stecken geblieben war. Wie die winzige Kreatur eine solche Leistung geschafft hat, bleibt ein Rätsel. Es war klar, dass er aufgrund des Gewichts der Pfeife nicht einmal richtig stehen konnte. Der Mann tat alles, um das Kätzchen zu befreien. Sein ständiges Kämpfen und Schreien ließ es jedoch so aussehen, als wären Stunden vergangen. Während das Kätzchen vor Erschöpfung zitterte, schob der Mann den Schlauch weiterhin vorsichtig von dem kleinen Körper weg. Nach mehreren Versuchen gelang es ihm, das Metallrohr vom Kätzchen zu entfernen. Dann ging er weg und hoffte, dass das Kätzchen direkt zu einer Katze in der Nähe rennen würde, die der Mann für seine Mutter hielt. Anstatt jedoch zu seiner Mutter zurückzukehren, folgte das Kätzchen der Person, die es gerettet hatte. Zu sehen, wie dieses winzige Kätzchen seinen Retter jagt, ist so süß, aber er denkt, es ist besser, ihn dort bei seiner Mutter zu lassen. Er hielt an, um ihm etwas Liebe zu schenken, warf einen letzten Blick auf das entzückende Kätzchen und ging. Ich hoffe, diese Dankbarkeit hat dem Kätzchen gereicht und nach diesem bezaubernden Moment konnte es sich wieder mit seiner Mutter vereinen. Dieses Kätzchen hatte so viel Glück, dass ein Passant seine Schreie hörte. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal, indem du ihn magst und abonnierst. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Folgen auf dem Kanal über unsere Lieblingstiere. Bis bald. Hallo liebe Zuschauer. Alles ist vor ein paar Jahren passiert. Ich ging in den Laden, und als ich alles gekauft hatte und nach Hause wollte, sah ich auf der Ladentreppe ein paar Jungen. Die Kinder hielten eine Kiste in der Hand, in der sich etwas bewegte. Ich wollte weitermachen. Aber dann riefen die Jungs mich an: Tante, brauchst du kein Kätzchen? Nehmen Sie vielleicht einen? Zu Hause warteten auf mich 3 Katzen und ich hatte nicht geplant, eine weitere zu nehmen, aber ich habe immer noch in die Kiste geschaut. Ein grauer Fleck auf einem schwarzen Hintergrund hat meine Aufmerksamkeit erregt. Die Kätzchen in der Box waren ungefähr 7, alle waren schwarz und nur ein grauer saß in der Mitte. Vor ein paar Monaten war eine meiner Dichtungen nicht mehr da, sie war genauso grau. Ich habe selbst nicht verstanden, wie es passiert ist, dass die Katze in meinen Händen war, nicht in einer Schachtel. Also, Stepka, gehen wir nach Hause? Ich habe ein Kätzchen gefragt. Auf dem Heimweg dachte ich immer, warum ich die Katze mitgenommen habe, weil es zu Hause genug Lebewesen gibt. Sobald ich es genommen habe, muss ich gepflegt werden, besonders bald stellte sich heraus, dass die Katze krank war. Äußerlich war die Krankheit nicht bemerkbar, aber es gab Probleme mit dem Magen, die Steppe konnte nicht normal essen, jede Mahlzeit machte die Fäkalien flüssig. Der Tierarzt hat ein spezielles Futter und einen Essensplan verordnet. Eine Woche der vorgeschriebenen Diät brachte kein Ergebnis, der Zustand des Kätzchens verschlechterte sich. Ich fing an, Haferflocken auf Wasser zu kochen, für den Geruch habe ich etwas weiches Futter für die Kätzchen hinzugefügt. Ich fütterte das Baby getrennt und eine Woche später begann er sich zu erholen. Bald schloss sich der Stepke dem gemeinsamen Tisch für Katzen an. Das Baby begann sich zu erholen und zu wachsen. Die Steppe ist wie ein Rassegeflügel, aber ich habe es nicht geschafft, die Rasse zu zerlegen. Ich beschloss zu warten, was daraus wachsen würde und war ein Jahr später sehr überrascht, welches Kätzchen ich aus der Box gezogen habe. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Lieblingstiere. Hallo Freunde. Ein junger Mann von den Philippinen, der sich in einer amerikanischen Kleinstadt niederließ und dort ein Haus mietete, ging eines Tages an einem Wochenende spazieren. Aber sein Spaziergang wurde plötzlich unterbrochen, als er auf ein kleines Kätzchen stieß, das allein auf der Straße zurückgelassen wurde. Der Typ wollte zunächst vorbeikommen, aber das Kätzchen miaute so laut,
dass es ihn zum Stehen brachte. Bei näherer Betrachtung sah er, dass das weiße Kätzchen mit einer Art klebriger Substanz verschmiert war. Ein vorbeikommender Passant schlug vor, dass es sich um Klebstoff handelte, was der Typ zunächst als Scherz auffasste. Als er jedoch das Kätzchen berührte, stellte er fest, dass der Mann recht hatte, der Körper des Tieres war tatsächlich mit Klebstoff bedeckt. Als der Typ erkannte, dass das Kätzchen auf der Straße nicht überleben würde, beschloss er, es mitzunehmen. Anschließend stellte sich heraus, dass das Kätzchen von Kindern böswillig mit Klebstoff übergossen wurde. Ein Fremder wandte sich an das Internet, um Ratschläge zum Entfernen von Klebstoff zu erhalten, und fand eine Lösung: die Verwendung von Pflanzenölen. Er kaufte verschiedene Arten von Ölen und nahm die mühsame Arbeit auf. Der Typ verbrachte mehrere Stunden damit, ein vor Schmerzen schreiendes Kätzchen fleißig mit Öl und einem Schwamm zu schrubben. Der Kleber wurde erfolgreich von der Wolle abgewaschen, aber eine Leimkruste blieb auf dem Körper zurück. Nach zusätzlichen Internetrecherchen verwendete er Kokosöl, das half, die Leimreste vollständig zu entfernen. Während der Zeit, in der er sich um das Kätzchen kümmerte, erkannte der Typ, dass es ein Mädchen war, und wurde an sie gebunden und beschloss, sie für sich zu behalten. Er nannte das Kätzchen Coco nach dem Öl, das ihr geholfen hat. Später gingen der Typ und Coco zum Tierarzt. Es stellte sich heraus, dass das Kätzchen im Alter von 2 Monaten nur 450 Gramm wog, was extrem klein war, und sie hatte Calicivirose. Der junge Mann hat alle seine Ersparnisse aufgebraucht, um Coco zu retten. Menschen aus dem ganzen Land antworteten auf seine Bitte um Hilfe und sammelten nicht nur genug Geld für die Behandlung, sondern auch für die notwendigen Dinge für das Kätzchen. Die Behandlung war erfolgreich und Coco erholte sich, obwohl sie lebenslang Medikamente einnehmen muss. Der Typ hat eine Social-Media-Seite für sie erstellt, damit jeder sehen kann, wie sie aufgewachsen ist. So wurde aus einem einfachen Spaziergang eine groß angelegte Rettungsaktion, an der sich viele Menschen beteiligten. Haben Sie jemals verlassenen Tieren geholfen? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren. Hallo liebe Zuschauer. Klaus, eine arme und kranke Katze, wurde Opfer von Umständen, in denen sein Besitzer abreisen musste und ihn nicht mitnehmen konnte. Einmal in einem überfüllten Tierheim angekommen, stand die Katze vor ernsten Gesundheitsproblemen und weigerte sich, Nahrung und Wasser zu essen. Im Tierheim nahm das Schicksal von Klaus eine schreckliche Wendung, als er eine schwere Atemwegsinfektion erlitt und mit einem Virus konfrontiert wurde, das schmerzhafte Geschwüre im Mund verursacht. Die Aussichten waren düster, und das Tierheim konnte ihm die notwendige Pflege nicht bieten. Es gab keine Plätze mehr im Tierheim, und die kranke Katze wurde beschlossen, eingeschläfert zu werden. Eine der Freiwilligen hörte von Klaus und antwortete auf den Aufruf des Tierheims, einen Platz für die Katze zu finden. Mit großer Erfahrung erkannte sie, dass sie diese arme Katze retten musste. Das Mädchen nahm Klaus sofort mit und brachte ihn ins Krankenhaus. Klaus verbrachte mehrere Tage im Tierkrankenhaus, wo er rund um die Uhr versorgt wurde. Unglaublich, aber Klaus hat sein süßes Temperament auch in den schwierigsten Momenten nicht verloren. Die 4 langen Monate intensiver Betreuung durch Ehrenamtliche trugen Früchte. Klaus begann sich durch ein Wunder zu erholen. Jetzt, dank der ständigen Pflege und Liebe, sieht es toll aus. Nach einem langen und schwierigen Weg der Genesung ist Klaus jetzt zur Adoption bereit. Sein süßes und atemberaubendes Aussehen macht es zu einem perfekten Kandidaten für ein liebevolles Zuhause. Wünschen wir dieser armen Katze, dass sie bald ihr Zuhause finden kann. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Tiere, die Sie lieben.